Unser Ziegler-Aufbausystem trägt den Namen Alpas. Alpas steht für Aluminium-Panelsystem. Seit 1998 fertigen wir unsere Fahrzeuge auf diese Weise und haben so bereits über 10.000 Fahrzeuge so ausgeliefert. Mittlerweile ist Alpas in der 3. Generation. Es besticht vor allem durch die extreme Stabilität, Festigkeit und Langlebigkeit. Die Alpas-Segmente sind die tragende Aufbaustruktur, geschlossene Außenhülle und Regalsystem in einem. Wir bringen auf die Alpas-Paneele eine 20 μ Eloxalschicht auf, damit sie gut vor Korrosion geschützt sind. Diese bringen wir auch erst nach dem Zuschnitt oder der Bearbeitung auf. Die AZ-Rollladen, AZ-Lok genannt, haben eine innenliegende Verriegelung und sind alle einzeln abschließbar. Sie können mit einem Handgriff bequem geöffnet oder geschlossen werden. Das Alpas der neuesten Generation, dort sind die Rollläden in den Rollladenkassetten auf dem Dach geschützt gelagert. Das bietet mehr Platz für Ausrüstung der Feuerwehr im Koffer. Wir verfolgen dabei klar die Philosophie, die Dachbeladung zu reduzieren. Denn das bedeutet auch immer eine Reduktion der Gefahr, wenn man zum Beispiel Ausrüstungsteile vom Dach entnimmt. Die Rollläden sind geschützt und aufgeräumt oben in den Kassetten. So kann auch bei der Entnahme von Ausrüstung im oberen Bereich man nicht bei den Rollläden hängen bleiben und die Ausrüstungsteile oder den Rollladen so beschädigen. Am Fahrzeugheck haben Sie die Möglichkeit, eine Heckklappe mit integrierten Rollladen zu verbauen. Diese dient dann dem Maschinisten auch als Wetterschutz. Der integrierte Rollladen kann bis nach ganz oben geöffnet werden, sodass ein Maschinist in beengten Situationen oder mit aufgeprotzten Haspeln auch die Pumpe vollumfänglich bedienen kann. Auch der Heckschieber mit dem saugseitigen Zubehör kann ausgeklappt werden in diesem Zustand. Eine weitere Möglichkeit haben wir für die Lagerung der Leitern, diese mit einer Entnahmehilfe zu versehen, sodass die Leitern vom Boden aus entnommen werden können. Auch da ist wieder die Philosophie, die Reduzierung der Dachbeladung, was gleichzeitig eine Reduzierung der Unfallgefahr bedeutet. Wir verbauen bei der Entnahmehilfe keine verschleißanfälligen Komponenten. Unsere Ziegler Bordwandklappen sind sehr stabil und auch rutschfest. Dadurch, dass die Oberfläche mit Aluminium-Riffelblech gefertigt ist. Es hat den Vorteil auch, dass kein Schmutz sich festsetzen kann und sie sehr leicht zu reinigen sind. Starke Scharniere sorgen für höchste Belastungswerte. Das Öffnen der Bordwandklappen geht einfach mit einem Handgriff. Wir verbauen da keine Pneumatik oder Ähnliches. Zusammen mit den Auftritten im Radkastenbereich sowie der unteren Stufe vom Mannschaftsraumeinstieg haben wir eine durchgehende Lauffläche und vermeiden somit Stolpergefahr. Der Aufbau der neuesten Generation, dort haben wir die Auftrittshöhen der Bordwandklappen nochmal um 100 mm reduziert. Das sorgt dafür, dass wir die Beladungsentnahme nochmal erleichtert und ergonomischer haben. Alle Auftritte sind auch serienmäßig seitlich mit Blinkleuchten versehen, was für zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr sorgt. Ziegler fertigt die Geräteräume mit großen Tiefbauten zwischen den Achsen und hinter der Hinterachse. Es hat den Vorteil, dass schwere Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise eine Tragradspritze, ein Stromerzeuger oder ein hydraulisches Rettungsgerät in dieser Form verlastet werden kann. Die Entnahme ist dann beispielsweise mit einem Auszug oder einem Schwenkelement möglich. Wir sind eben hier von der Entnahme ziemlich tief niedrig, somit besonders einfach. Zum Innenausbau. Ziegler verwendet im Innenausbau geschraubte Stellschienen in Verbindung mit den direkt zugänglichen und durchgehenden Lastpfaden in den Alpas-Paneelen hat es zur Folge, dass der Innenausbau sehr flexibel und anpassungsfähig ist. So kann auch durch die Feuerwehr selbst im Nachgang zum Beispiel die Lagerungen verändert werden, wenn sich zum Beispiel die Größen von DIN-Behältern ändern oder wenn im Nachgang ein Rettungssatz mit Akku untergebracht werden soll. Auch die Schwenkwand bietet sehr viele Anpassungsmöglichkeiten, indem dass man die Lagerungen verstellen kann und auch nachträglich andere Ausrüstungsgegenstände unterbringt. Feuerwehrfahrzeuge haben eine Nutzungsdauer von bis zu 30 Jahren. Da ändern sich die Anforderungen und dementsprechend kann man auch den Aufbau verändern.
Wir haben in unserem Aufbausystem stabile Auszüge und Schiebeelemente. Hier verwenden wir stabile Führungsschienen, damit auch schwere Beladungsgegenstände hier drauf gelagert werden kann. Wo immer es möglich ist, versuchen wir eine Einhandbedienung zu ermöglichen. Im Innenausbau verwenden wir Alu-Container oder Kunststoffkisten, bevorzugt Alu-Container. Die sind sehr stabil und mit einem Endanschlag versehen, sodass sie bei der Entnahme nicht nach unten fallen. Unser Hygieneboard Push kann mit dem Ellenbogen ausgefahren werden. Dadurch muss ich mit den verschmutzten Händen keine Verriegelung betätigen. Es beinhaltet alles zur Einsatzstellenhygiene und hat den Vorteil, dass es durch die Kunststoffflächen mit großen Radien auch leicht gereinigt und desinfiziert werden kann. Die LED-Geräteraumbeleuchtung ist seitlich versenkt, damit man bei der Entnahme von Ausrüstung daran nicht hängen bleibt und irgendetwas beschädigt. Sie sorgt für eine perfekte Ausleuchtung mit kaltweißem LED-Licht, was für eine sehr kontrastreiche Beleuchtung sorgt. Die LED-Umfeldbeleuchtung Z-Vision wurde in der Leuchtstärke nochmal verbessert. Serienmäßig ist auch ein Element oberhalb des Mannschaftsraumes verbaut, was für eine optimale Ausleuchtung des Fahrzeugumfeldes sorgt. Bei der Signalanlage kann optional das Ziegler Top Integro Line verbaut werden. Das zeichnet sich besonders durch eine niedrige Bauhöhe sowie Powerblitzleuchten nach vorne und eine Reihe seitlicher Blitzleuchten aus. Heckseitig können wir integrierte Kennleuchten, sogenannten Ziegler Tailfin-Leuchten, verbauen. Diese sind sogar noch erweiterbar mit synchron zur Heck-RKL blitzenden seitlichen blauen LED-Lichtleisten, dem sogenannten Ziegler Z-Vision Sight. Das sorgt für eine optimale Warnwirkung, vor allem auch seitlich. Optional haben wir die Möglichkeit, eine LED-Unterbodenbeleuchtung zu verbauen. Die Leuchtelemente sind geschützt unten in die Allpasspaneele eingelassen. Sie sorgen für eine Ausleuchtung des Bodenbereichs, auch im nahen Umfeld. Die Bordwandklappen, wenn diese offen sind, werden zusätzlich durch die Unterbodenbeleuchtung nochmal beleuchtet, sodass da keine Stolperfallen entstehen. Wir verbauen das Allpass-System mittlerweile in der 3. Generation und haben es im Detail verbessert. Wir haben bis zu 10% mehr Raumvolumen, bis zu 30% Gewichtsersparnis. Sie haben damit mehr Möglichkeiten zur Unterbringung der örtlichen Zusatzbeladung. Das Allpass-System wird für alle Fahrzeugtypen verwendet, vom TSFW bis zum Flugfeldlöschfahrzeug.